In den USA haben die Vorwahlen zu den Präsidentschaftswahlen begonnen und Donald Trump scheint hier der Favorit zu sein. Meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich, dass er Präsident wird. Was heißt das konkret für Ausländer, die in den USA leben oder solche, die planen, in die USA auszuwandern? Donald Trump ist der haushohe Favorit, wenn es um die Wahl des Präsidenten in den USA geht. Die Demokraten scheinen keine Alternative zu Biden zu haben. Biden ist 81 Jahre alt. Ich persönlich finde ihn nicht schlecht. Ich finde, er hat viel Positives erreicht. Aber wie gesagt, er ist leider alt, zu alt, würde ich sagen. Und selbst wenn Donald Trump nur wenige Jahre jünger ist, wirkt er doch sehr viel energischer als Biden. Die Amerikaner finden natürlich dieses ganze Szenario furchtbar. Wir haben das gleiche Rennen wie vor einigen Jahren. Eigentlich wollte es keiner, nun ist es doch dazu gekommen, höchstwahrscheinlich und meiner Meinung nach wahrscheinlich, dass Trump gewinnen wird. Was passiert, wenn Trump gewinnt? Viele fürchten ja hier eine gewisse Diktatur. Viele fürchten, dass er einen Rachefeldzug startet gegen all jene, die ihn hier versucht haben anzuklagen oder erfolgreich angeklagt haben, die ihn vor Gericht gezerrt haben, aus guten oder weniger guten Gründen. Was wahr daran ist oder nicht, wer weiß. Eins scheint mir doch klar zu sein, natürlich wird Trump sich selbst begnadigen, wenn er zum Präsident gewählt wird. Zumindest für jene bundesstaatlichen Delikte, derer er ja angeklagt ist. Ob es dann zu einer Diktatur kommt, wer weiß. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein Interesse ist. Fest steht jedenfalls, dass viele in den Medien, auch in europäischen Medien und auch in den amerikanischen liberalen Medien Angst haben davor, was Trump hier anrichten könnte. Er wird auf jeden Fall viel besser vorbereitet in die Wahl gehen. Wenn er tatsächlich gewählt wird, dann hat er hier einen ganzen Apparat von Leuten, die er sofort verteilen kann auf die entsprechenden Ämter. Am Anfang seiner letzten Amtszeit gab es ja zunächst mal eine riesige Konfusion, denn keiner hatte wirklich damit gerechnet, dass er gewinnt. Jetzt rechnet jeder damit und entsprechend gut vorbereitet wird er auch sein und entsprechende Personen haben, um hier blitzschnell die wichtigsten Positionen im Beamtenapparat in Washington und in den USA besetzen zu können. Wichtigster Bestandteil der politischen Kampagne Trumps ist es, gegen Einwanderer zu sein. Er ist nicht nur gegen illegale Einwanderer aus Mexiko und sonst wo aus Südamerika, sondern generell gegen Einwanderer. Er will auch die sogenannte Legal Immigration, also die ganz legale Einwanderung durch zum Beispiel Deutsche oder andere Europäer, unterbinden, stärker reglementieren und das hat er auch schon das letzte Mal gemacht. Ich habe in den USA gelebt, als Trump das erste Mal gewählt wurde, 2016. Und es ging nicht lange, bis es hier bei bestimmten Visumskategorien in den USA zu Problemen gekommen ist, vor allen Dingen dem L1-Visum, ein Visum, mit dem man in die USA entsendet werden kann von seinem eigenen Unternehmen und was vor allen Dingen auch von vielen Indern, Chinesen und anderen Asiaten genutzt wird, die ja vielfach in den Augen Trumps als undesirable gelten, also als Leute, die nicht willkommen sind. Aber tatsächlich haben darunter natürlich auch viele europäische Antragsteller gelitten, auch zum Teil Mandanten von uns, die dann ihr Visum nicht verlängert bekommen haben. Wir wissen nicht, ob auch dieses Mal Trump wieder das L1-Visum auf dem Kieker hat. Ich habe jedoch folgende Tipps an alle, die bereits in den USA sind mit einem Visum bzw. planen, dahin auszuwandern. Erstens, wenn du schon in den USA bist, würde ich versuchen, dein Visum so schnell wie möglich zu verlängern, wenn du es noch nicht getan hast. Man hat ja zum Teil bei vielen Business-Visa die Möglichkeit, hier den Verlängerungsprozess schon lange vor Ablauf des Visas, zum Teil schon ein halbes Jahr vor Ablauf des Visas hier anzustoßen. Das würde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich machen. Zweitens, wenn du noch nicht in den USA lebst, aber tatsächlich vorhast, dahin auszuwandern, dann würde ich so schnell wie möglich mit den Vorbereitungen beginnen. Man muss der beiden Regierungen zugutehalten, dass die Antragsprozesse rund um die Visa, gerade um die Business-Visa, sehr viel besser laufen als zu Trumps Zeiten. Davon kannst du profitieren. Ich würde dir raten, beantrage jetzt noch dein Visum und schiebe es nicht zu lange raus. Am besten noch vor der Wahl. Was nach der Wahl passiert,
kann kein Mensch sagen. Die Wahl ist im November, die neue Regierung wird dann im Januar vereidigt und dann geht's los und danach können sich viele Dinge verzögern, wenn man sich die letzte Regierungszeit anschaut unter Trump. Also ich würde dir raten, wenn du kannst, dann besorge dir jetzt das US-Visum noch vor der Wahl im November. Dritter Tipp, ich würde mich nicht hier allzu sehr aus der Ruhe bringen lassen durch solche Reden von wegen rechtsradikaler oder Diktator oder sonst irgendwas. Die USA sind ein sehr großes Land. Wenn du dich mal längere Zeit in den USA aufgehalten hast, dann wirst du sehen, dass die Bundespolitik eine viel geringere Rolle spielt als zum Beispiel in Deutschland. Die lokale Politik ist den Menschen dort sehr viel wichtiger. Die Amerikaner schauen zum Beispiel sehr wenige nationale News an, wie in Deutschland die Tagesschau. Dort wird letztlich News angeschaut, wie in Deutschland das dritte Programm. Ja, das heißt auf stark lokaler Ebene, was passiert hier in meinem Bundesstaat oder sogar was passiert in meinem Landkreis, wenn du in einer großen Stadt wohnst. Das ist hier für die Leute interessant. Das heißt im Grunde genommen, klar, Washington gibt es, Trump gibt es, Biden gibt es, aber es ist für viele Amerikaner ehrlich gesagt sehr weit weg. Die sind diesbezüglich sehr kleinbürgerlich und sehr lokal und man beschäftigt sich vor allen Dingen mit der lokalen Politik. Meine Erfahrung in den USA war, dass Trump in Europa viel mehr in den Medien ist als in den USA. Wenn du in den USA bist, zum Beispiel in Texas, dann werden dort die Nachrichten dominiert durch die lokalen Politiker, durch den Gouverneur von Texas und so weiter und so fort. Und was dann in Washington passiert, ist eigentlich zweitrangig. Das heißt, ich würde mich da nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen und mir hier zu große Sorgen machen, dass sich das Leben dann dort sehr verändern würde. Meiner Meinung nach wird das nicht passieren. Tipp Nummer 4, vor allen Dingen, wenn du ein Business-Visum hast, wenn du nicht davon ausgehst, dass du das Visum verlängern willst oder dir auch Sorgen darum machst, ob es überhaupt verlängert werden kann, weil du zum Beispiel die Bedingungen nicht erfüllst, vielleicht hast du nicht genug Jobs und sowas geschaffen, würde ich mir sehr gut überlegen, ob du das Visum überhaupt hier verlängerst. Das kostet ja alles Gebühren, das kostet Anwaltsgebühren und so weiter und so fort. Vielleicht wäre es besser, dann vorher die USA zu verlassen, als hier auf Biegen und Brechen noch was zu versuchen, was möglicherweise dann sowieso nicht die besten Chancen auf Erfolg hat. Sprich diesbezüglich mit deinem Anwalt, mit deinem Immigration Attorney und lass dich beraten, was seiner Meinung nach hier am besten ist. Tipp Nummer 5, als Trump das letzte Mal an die Macht kam, hat er eine sehr weitgreifende Steuerreform verabschiedet, die insbesondere für Unternehmer sehr attraktiv war. Er hat die Körperschaftsteuer gesenkt, er hat verschiedene attraktive Steuervorteile auch für Selbstständige eingeführt. Man kann also davon ausgehen, dass er es auch diesmal wieder tun wird. Reden wir jetzt mal nicht von der Staatsverschuldung und was solche Steuergeschenke für Folgen für die Staatsverschuldung haben. Also wenn du noch zögerst, ob eine Auswanderung in die USA auch Business Sense macht und dich deswegen insbesondere vor dem Hintergrund dazu fragst, ob nun Trump Präsident wird oder nicht, dann kann ich dir sagen, dass auf jeden Fall eine Trump-Regierung wahrscheinlich für die Wirtschaft sehr gut sein wird. Wenn du also die Möglichkeit hast, dort ein Business aufzubauen, dann ist wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn vermutlich wirst du unter Trump viele Vorteile genießen, insbesondere Vorteile steuerlicher Hinsicht, insbesondere werden Steuern reduziert werden, was sich für dich und dein neues Unternehmen in den USA zweifellos positiv auswirken wird. Deswegen würde ich garantiert nicht zögern, wenn du dazu Fragen hast oder dir dazu Sorgen machst. Und das waren sie, meine 5 Tipps für alle, die planen, in die USA auszuwandern oder schon in die USA ausgewandert sind und sich nun mit dem Gedanken befassen müssen, dass tatsächlich Donald Trump wahrscheinlich der nächste Präsident der USA werden wird. Wenn du vorhast, in die USA auszuwandern oder du möglicherweise schon in den USA bist und dir Gedanken dazu machst, wie es jetzt weitergehen soll, lade ich dich zu einem Beratungsgespräch ein. Wir sind seit 2008 in den USA aktiv. Ich selbst habe dort fast 10 Jahre lang gelebt. Wir helfen Mandanten dabei, in die USA umzusiedeln, Firmen zu gründen, das Visum zu beschaffen und dort erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.